Hi, herzlich willkommen. Wir häkeln heute weiter das Häkelmuster Nummer 25. Das Muster eignet sich sehr gut für Borten und Bordüren. Wir fangen jetzt schon mit der 12. Reihe an. 3 Luftmaschen. Das erste Stäbchen der Vorreihe übergehen und in das nächste Stäbchen der Vorreihe häkeln wir ein Stäbchen. Seht ihr, hier am Anfang waren 2 Stäbchen, eins übergehen wir und in das nächste ein Stäbchen. Jetzt 2 Luftmaschen. In den Luftmaschenbogen der Vorreihe häkeln wir 3 Stäbchen. Genau hier 1, 2 und 3. Zwei Luftmaschen. In die 3 Stäbchen der Stäbchengruppe der Vorreihe häkeln wir jetzt jeweils ein Stäbchen. Eins, 2 und 3. Jetzt häkeln wir 2 Luftmaschen. Und jetzt haben wir feste Maschengruppe vor uns. Die erste feste Masche von dieser Gruppe übergehen wir und in den nächsten 3 festen Maschen der festen Maschengruppe häkeln wir jeweils eine feste Masche. Sind dann zusammen 3 feste Maschen, die wir jetzt gehäkelt haben. 2 Luftmaschen. Die letzte feste Masche von dieser festen Maschengruppe übergehen wir und wir bearbeiten jetzt die nächste Stäbchengruppe. Und hier häkeln wir in jedes Stäbchen von dieser Stäbchengruppe jeweils ein Stäbchen. Sind dann jetzt 3 Stäbchen gehäkelt. Jetzt werden wir fortlaufend wiederholen. Also 2 Luftmaschen. In den Luftmaschenbogen der Vorreihe häkeln wir jetzt 3 Stäbchen. Ein Stäbchen, zweites Stäbchen und das dritte Stäbchen. Zwei Luftmaschen. In die 3 Stäbchen der Stäbchengruppe der Vorreihe häkeln wir jeweils ein Stäbchen. 1, 2 und 3. So sieht erstmal unsere Borte aus. 2 Luftmaschen und jetzt die erste feste Masche der nächsten festen Maschengruppe der Vorreihe übergehen und wir häkeln feste Maschen in den nächsten 3 festen Maschen der Vorreihe. 2 Luftmaschen. Am Ende der Reihe in den letzten Luftmaschenbogen der Vorreihe häkeln wir jetzt 3 Stäbchen. 1, 2 und das dritte Stäbchen. Und die 12. Reihe haben wir schon geschafft. Sieht erstmal so aus. Das ist nur so eine Musterprobe für Borte. Also die Reihen sind jetzt ganz kurz. Es war wichtig, der Anfang, das Ende
euch zu zeigen, und das, was in der Mitte ist, muss man ganze Zeit wiederholen, wenn man längere Reihe hat. Am Anfang der 13. Reihe häkeln wir jetzt 3 Luftmaschen. Das erste Stäbchen der Vorreihe übergehen wir und in die nächsten 2 Stäbchen der Vorreihe häkeln wir jeweils ein Stäbchen. Hier einmal und in das nächste Stäbchen auch ein Stäbchen. 2 Luftmaschen. In die mittlere feste Masche von den 3 festen Maschen der Vorreihe häkeln wir eine feste Masche. Zwei Luftmaschen und dann eine feste Masche und 2 Luftmaschen der Vorreihe übergehen wir jetzt. In die nächsten 3 Stäbchen der Vorreihe von der Stäbchengruppe häkeln wir jeweils ein Stäbchen. Also häkeln wir jetzt 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen. In den nächsten Luftmaschenbogen der Vorreihe häkeln wir jetzt 2 Stäbchen zwischen den Stäbchengruppen. 1 und 2. 2 Luftmaschen. In den nächsten 3 Stäbchen der Vorreihe von dieser Stäbchengruppe häkeln wir auch hier jeweils ein Stäbchen. Also wieder sind das 3 Stäbchen zusammen, die wir jetzt häkeln. Und das dritte Stäbchen. 2 Luftmaschen. In den nächsten Luftmaschenbogen der Vorreihe zwischen den Stäbchengruppen der Vorreihe häkeln wir 2 Stäbchen, 1 und 2 und 2 Luftmaschen. Das sieht schon ganz schön aus. Und jetzt in den nächsten 3 Stäbchen von der Stäbchengruppe der Vorreihe häkeln wir auch jeweils ein Stäbchen. 2 und 3. Jetzt werden wir fortlaufend wiederholen. Also das ist Anfang von dem Muster, dann wiederholen wir das, was ihr zwischen den Sternchen beschrieben bekommen habt, zu sehen bekommen habt. Das wiederholen wir ganze Zeit, wenn die Reihe wirklich lang sein sollte. Also hier 2 Luftmaschen und in diese feste Maschengruppe, in die mittlere feste Masche häkeln wir eine feste Masche und 2 Luftmaschen. In die 3 Stäbchen von der Stäbchengruppe der Vorreihe häkeln wir jeweils ein Stäbchen. Also jetzt sind 3 Stäbchen, die wir im Moment häkeln. 2 Luftmaschen. Wenn die Reihe lang sein sollte, würden wir es weiter wiederholen. Aber wir befinden uns schon jetzt fast am Ende der Reihe. Und wir häkeln hier in den Luftmaschenbogen 2 Stäbchen. Vorher waren 2 Luftmaschen und jetzt 2 Stäbchen und 2 Luftmaschen. In die 3 Stäbchen der Vorreihe von der Stäbchengruppe häkeln wir jeweils ein Stäbchen
2 und 3. Am Ende der Reihe, in den letzten Luftmaschenbogen der Vorreihe, hier, häkeln wir jetzt 2 Stäbchen. 1 und 2. Nach 13. Reihe sieht unsere Borteprobe jetzt so aus. Wir haben noch 2 Reihen zu häkeln. 14. Reihe fängt mit 3 Luftmaschen an. Das erste Stäbchen der Vorreihe übergehen. In das nächste Stäbchen der Vorreihe häkeln wir jetzt ein Stäbchen und 2 Luftmaschen. In die nächsten 3 Stäbchen von dieser Stäbchengruppe häkeln wir jeweils ein Stäbchen. Also in jedes Stäbchen von dieser Stäbchengruppe häkeln wir jetzt ein Stäbchen. Es sind im Moment 3 Stäbchen, die wir jetzt häkeln. 3, 2 Luftmaschen, 1 und 2. In die nächsten 2 Stäbchen der Vorreihe häkeln wir jeweils ein Stäbchen. 1 und 2. 2 Luftmaschen. In die nächsten 3 Stäbchen der Vorreihe häkeln wir jeweils ein Stäbchen. 1, 2, 3. Jetzt werden wir diese eine feste Masche übergehen und in die nächsten 3 Stäbchen der Vorreihe häkeln wir jeweils ein Stäbchen. 1, 2 und 3. 2 Luftmaschen. In die nächsten 2 Stäbchen der Vorreihe häkeln wir jeweils ein Stäbchen. 1 und das zweite Stäbchen. Ab jetzt werden wir wiederholen. 2 Luftmaschen. In die nächsten 3 Stäbchen der Vorreihe häkeln wir jeweils ein Stäbchen. 1, 2, 3, 2 Luftmaschen. In die nächsten 2 Stäbchen häkeln wir auch jeweils ein Stäbchen. 1 und 2, 2 Luftmaschen. In die nächsten 3 Stäbchen der Vorreihe häkeln wir auch jeweils ein Stäbchen. 1, 2 und 3. Jetzt werden wir eine feste Masche übergehen. So wie hier es war. Die wird nicht gehäkelt, die feste Masche. Also wir überspringen die nächste Masche und wir sind jetzt am Ende der Reihe. Am Ende der Reihe in die 2 letzten Stäbchen der Vorreihe häkeln wir jeweils ein Stäbchen. 1 und 2.
Und jetzt in den Luftmaschenbogen der Vorreihe häkeln wir ein Stäbchen. 14. Reihe haben wir auch schon geschafft. Gleich werden wir die 15. und die letzte Reihe häkeln. 15. Reihe. 3 Luftmaschen am Anfang. 1, 2, 3. Das erste Stäbchen der Vorreihe übergehen wir. In das nächste Stäbchen der Vorreihe hier häkeln wir ein Stäbchen. Und jetzt 2 Stäbchen der Vorreihe übergehen wir. Also das und das Stäbchen. Und in die 2 nächsten Stäbchen häkeln wir jeweils ein Stäbchen. 1 und 2. 2 Luftmaschen. In die folgenden 2 Stäbchen der Vorreihe häkeln wir jeweils ein Stäbchen. Also 2 Stäbchen häkeln wir jetzt. 1 und 2. Zwei Luftmaschen. In die nächsten 3 Stäbchen der Vorreihe häkeln wir auch jeweils ein Stäbchen. Also sind jetzt 3 Stäbchen zum Häkeln. 1, 2 und 3. Zwei Luftmaschen. In die nächsten 2 Stäbchen der Vorreihe häkeln wir jetzt ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen. In das erste und zweite Stäbchen der Stäbchengruppe jeweils ein Stäbchen häkeln. Hier ist so eine 3-Stäbchen-Gruppe und in das erste und zweite häkeln wir jeweils ein Stäbchen. Und dann übergehen wir 2 Stäbchen und in der nächsten Stäbchengruppe, in das zweite und das dritte Stäbchen, häkeln wir jeweils ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen. In die nächsten 2 Stäbchen der Vorreihe häkeln wir jeweils ein Stäbchen. 1 und 2. 2 Luftmaschen. In die nächsten 3 Stäbchen der Vorreihe häkeln wir auch jeweils ein Stäbchen. 1, 2 und 3. 2 Luftmaschen. Und jetzt sind wir am Ende der Reihe. Am Ende der Reihe, in das letzte Stäbchen der Vorreihe, häkeln wir ein Stäbchen. Und in den Luftmaschenbogen der Vorreihe häkeln wir auch ein Stäbchen. Und das war's. Können wir den Faden beenden. Das war jetzt die letzte Reihe, die wir bei diesen Worten Bordüre gehäkelt haben. So sieht diese Musterprobe erstmal aus. Wenn euch dieses Muster gefällt und ihr eventuell was mit dem Muster umhäkeln wollt, dann könnt ihr hier die Beschreibung
für dieses Häkelmuster genau sich angucken und mit der Beschreibung schauen, eures Projekt häkeln. Ich bedanke mich schon fürs Zuschauen und fürs Mithäkeln und ich hoffe, dass ihr was Schönes mit dem Muster euch häkeln wird. Mir hat Spaß gemacht, mir gefällt dieses Muster für Borten oder Bordüren. Ich denke mal, ich werde mir auch für irgendein Projekt dieses Muster verwenden. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und wenn ihr mögt, können wir uns in dem nächsten Video sehen. Tschüss!